Da steht er, ja, eine absolute Rarität, der Vanstar, ja, ein ganz neues Produkt von Pössl. Und ich zeige mal gerade von vorne, von hinten ein Fundstück mitten in Südfrankreich. Mit dem Siggi zusammen werden wir da mal reingucken. Er hat ihn erst bekommen letzte Woche und hat mir erzählt, die haben keine Zeit. Ja, hier ist der Siggi, er ist weiß und der ist ganz neu, Siggi, oder? Ja, nagelneu ist der. Der habe ich erst am Montag geholt. Am Montag geholt. Du hast auch was entdeckt. Hier vorne direkt ist nämlich, wenn du das mal kurz zumachst, dass man das mal sieht, damit es als Wohnmobil auch eine Zulassung kriegt, hat es nämlich ein Kochfeld drin. Genau. Ja, kann man dann so rausmachen. So, muss man hier außen halt den Stromanschluss. Warte, ich zeige das mal gerade. Da ist der Stromanschluss nämlich dran. Und dann kann man hier mit der Kochplatte, kann man dann Nudeln kochen oder so, ne? Je nachdem, was man halt will. So, ich zeige mal kurz, oben drauf ist ein Aufstelldach von SCA ist drauf. Und es ist im Prinzip wie der Campster, aber stark reduziert, damit man möglichst viele Sitzplätze hat. Das war dir nämlich ziemlich wichtig. Der hat, wie viele hat er? 8 Sitzplätze. Immer Zweierbänke, 2 Zweierbänke und 2 einzelne. Und da kann man jeweils alle rausmachen, also wie man will. Man kann als 3-Sitzer benutzen, als 5-Sitzer oder als 8-Sitzer. Genau, da Oder vorne. als 2-Sitzer natürlich auch. Als 2-Sitzer auch, das Ja, geht ja. auch. So, ich zeige das mal kurz, wenn du mal so lieb bist und da mal kurz die Matte runternimmst. Da hast du eine Schutzmatte draufgelegt. Ja. Der hat auch hier eine Beleuchtung mit drin. Das Starke ist das Schlafdach. Das ist wirklich toll. Und es ist unglaublich flexibel. Das heißt, du kannst auf der rechten Seite die Bänke einzeln rausnehmen, gell? Ja, ich kann alle einzeln rausnehmen. Okay, Na, das heißt, das ist immer ein Zweier und ein Einser. Ne? Ja. Es gibt keine 3 einzelne. Also immer 2 und 1. okay, das heißt, So du geht könntest jetzt auch eine Bestühlung machen mit 6 und da können wir an der Seite noch gut durchgehen, oder? Genau. Dann kannst du hier ein Fahrrad dann hier hinstellen zum Beispiel auf der Seite und dann hast du 6. Oder du machst sogar nur 4 und dann hast du hier noch mehr Platz. Das ist, dann hast du hier die komplette 2 Bänke raus. Stark. Dann haben wir, ja, wie man halt will. Dann sitzen wir halt hintereinander hier. So, da vorne ist entsprechend auch die Regelung für die Klimaanlage. Das Hinten, ist auch ja. hinten. Ist hier gut, die Klimaanlage? Ja, also wir haben kühl gehabt hier. Kühler. So, da Hat vorne. einwandfrei funktioniert. Da ist ein Netz mit drin, man kann sogar drin stehen, das können wir gleich mal testen. Denn er hat, ich guck mal gerade, wie viele Schiebetüren, er hat 2 Schiebetüren, das ist Ja. natürlich sehr praktisch, oder? Ja, natürlich hat er 2 Schiebetüren, aber ich glaube, das ist, sorry, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die ist extra. Ne? Die muss ich extra bestellen, glaube Die ist ich. extra. Ich meins, Ja. sicher bin ich mir jetzt nicht. Das Starke an der Sitzbank ist, du kannst die Neigung kannst du verstellen, wenn du drin sitzt. Man kann so eine Art Schlafposition machen. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, bitte, sag mal so lieb. Ja, nach hinten, ich kann nach vorne. Ja, Kann ich das nicht. man kann, glaube ich, nämlich die einstellen. Wenn du das da mal hochziehst, mal ganz kurz, da ist ein kleiner Das Hebel. da? Genau, Ja, das geht hochziehst. nach vorne. Und nach hinten geht's auch? Nein. Da ist dann Schluss. Nein, das ist Schluss. Das kannst du nur als, da gibt es noch eine Camperbox. Ah, okay. Und hier sind wir jetzt auf der Ebene, siehst du? Ah, okay, das heißt, die haben eine Ebene und Ja. da ist die Camperbox, die ist nicht dabei bei dir. Nein, ich habe wegen Platz, aus Platzgründen habe ich mir keine Camperbox bestellt, weil die kostet ja auch 2.000 € oder die Campingplatz Sleep kostet sogar 2,5 und so bin ich halt flexibel. Wenn ich die Camperbox jetzt hinten drin habe, dann habe ich viel Platz verschenkt. Genau. Das kann man aber jeder individuell machen. Ja. Ja, es ist so, du hast es als Zugfahrzeug im Einsatz, richtig? Ja, hab ich für, auch. für einen Wohnwagen. Eine Hängerkupplung hinten dran und da darf ja 2,3 Tonnen ziehen. 2,8. Für- Als 150 PS Maschine. Als 120 PS Maschine darf er dann nur, glaube 1800 Kilo ziehen. Ist der stark, der Motor? Ist der, Der hat 2 Liter. Der hat 2 Liter Diesel. 150 PS. So, da vorne ist der Einstieg, weil ich weiß nämlich im Schwestermodell, da ist nämlich möglich, die Sitzbänke nach hinten zu machen. Das geht hier aber nicht, gell? Das weiß ich jetzt nicht, dass ein Schwestermodell das nicht hingeht. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Beim Campster wahrscheinlich. So, kann sein. Das weiß ich hier geht's nicht. okay. Ich Da hab geht es nicht. Ich habe auch gemeint, es geht, aber es geht nicht. So, Geht nur da vorne so klapp. Oder halt komplett rausmachen, dann kannst du unten auf der ganzen Ebene schlafen. Das geht natürlich auch. das geht auch. Ja, klar. Genau, du hast ihn ganz neu bekommen. Wann? Am Montag. Am Montag. Ja. So, da vorne ist auch die Möglichkeit, die sind jetzt hinten getönt, die Scheiben. Das ist Ja, die ordentlich. sind hinten noch mal zusätzlich getönt, hinten. Die sind Genau. das ganze Ding ist ja getönt und die hintere, ab hier ist noch mal zusätzlich getönt. Das ist aber auch extra. Okay, das heißt, wenn jetzt hier 200 vorne, Euro extra bestellen, die hintere Teile. so Das da siehst du vorne, aber, glaube ich, wenn du hier guckst und Ja, hier sicher, ja. dass das ist dunkel. ja, stark sind auch, die sind entsprechend drehbar, die Sitze. Das Ja, heißt, die sind da die Streber. genau, wenn du mir das mal kurz mal Ich hab zeigst. das noch. Hast du nie gemacht? Ich hab das. Das macht nichts. Das ist nicht schlimm, Sigi. Und das ist, welche, die sind natürlich für vorne für die Kinder, die tun sich dann Thermomatten extra. Die schlafen oben, die Kinder. Ja, klar, laufen die auch, die Kinder.
Jetzt muss ich gucken, wie ich das Ding gedreht kriege. Sorry, ey, Ich glaube, da vorne ist ein roter Hebel. da hinten ist ein roter Hebel, genau. Da hinten ist ein roter Hebel. Spannend. Ganz neu, der Vanstar. Das ist das Cockpit. Ah ja, es geht. Muss ich dann ein bisschen, ja, ich muss noch Ein bisschen nach vorne ein machen. bisschen vorher, weil ich habe ein bisschen Füße, muss ich auch ein bisschen, ja. So, jetzt bist du aber hier. Und du kommst vorbei? Ich muss mal gucken. Ach, die Handbremse, oh, was man alles denken muss. Die Handbremse muss man runter machen. Ganz runter. Ah, ich zeig das mal, der Gang ist drin. Jetzt rutscht er ein bisschen weg. Oder geht's? Ich habe die erste Gang hingemacht. Er ist da. Er steht nämlich auf So. Böcken steht er. Ah ja, ich habe extra gemacht, dass er ein bisschen gräder ist da unten. Siehst du? Ja. Da vorne, warte, ich zeig's mal. Ja. Da steht er drauf. Jetzt kann ich Den Sitz drehen. gucken, was wir jetzt da noch haben. Irgendwas ist im Weg. Ich glaube, es geht beim Beifahrersitz einfacher, oder? Oder ist da auch die Handbremse im Weg? Nee, die Handbremse ist nicht im Weg. Ich muss gucken. Ich habe das noch nie gedreht. Sorry. Er hat es noch nie gedreht. Aber So, es abdrehen jetzt. könnte gehen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, muss noch einen Bremse Ticken, sind weg. Ticken zurück. Also lieber Vanstar, Leute, ihr müsst das unbedingt zu Hause üben, die Sitze zu drehen, Ja, das müssen wir wenn das Fernsehen kommt. Ja, schon mal. So, klack, jetzt, ich musste ein bisschen Schwung geben. Ein bisschen hin und her geben. Und rum ist er. So, das heißt, du kannst dich jetzt hier reinsetzen, den wahrscheinlich noch einen Ticken zurück machen, oder? Das geht noch? Da vorne ist der Hebel. So, ja. Ja, so, sicher. So, jetzt ist er zurück. Und das war die Hupe. Wenn man den nämlich ganz zurück hat, dann geht die Hupe los. Aber jetzt ohne Witz, der Wagen ist toll, oder? Ja, klar, ist cool. Der ist cool. Klar, ist ja cool. So, jetzt gibt es ja was Besonderes. Du hast, glaube ich, die Möglichkeit, hier oben das hochzudrücken, dass man drin Ja, das stehen kann, kann gell? ich, das Mach kann mal ich. bitte. Kann ich ein bisschen hochdrücken, aber ob das jetzt halt. Da oben ist nämlich das ganze Zeug von den Kindern. Ja. Ob das jetzt nicht zu schwer geht. Sicher, ja. Da ist das ganze Zeug von den Kindern halt, ja, sicher. So, da ist das Licht mit drin, das heißt, du könntest dann stehen. Ja. Machen wir mal kurz die Bärchen. Ja, sicher, der geht hoch. Ja. Aufpassen, die Kinder, ihr Zeug ist da drin. Und man kann den komplett drin stehen, gell? Ja, sicher. Ich stehe jetzt da drin. Warte, ich zeig das mal gerade. Ja. Sigi im Vanstar. Da vorne kannst du aufmachen. Da ist ein Fenster. Zweimal Gassé und zweimal normal. Ja. Ja. Hallo Sigi. Und vorne ist durchlüftet hier Ja. und von der Seite auch. Das ist Gassé. Ne? Auf und zu machen ist einfach. Ja, das geht einfach. Das ist ja hier, das funktioniert. Das kannst du dann wieder einrollen hier. So und hier auch. Okay, das heißt, es ist jetzt entsprechend durchlüftet. Es macht den Spaß, den Kids da oben zu Ja schlafen? klar. Gerade Kinder. Ich habe jetzt noch nicht da oben geschlafen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Stift noch nicht. Du durftest noch nicht. Aber der Hauptvorteil ist jetzt, wenn ihr im Wohnwagen seid, die Kinder, die haben ihr eigenes Reich. So ein Genau. Die sind hier. Natürlich schlafen die hier gerne. Ist ja klar. Ne? Ja, da hat er hier natürlich so dumme Füße. Das ist zum Reinziehen, wenn du es runter machst. Ja. Ja. Kannst du aber auch noch Sachen reinmachen. Ja. Ja, hab ich denn, ne? Ja. Und da oben hast du halt Griff, da musst du dann fest Ziehen. ziehen, dass es dann wieder so geht. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, das nochmal Das runterziehst. ist schon Schmackes. Warte mal, ich muss Genau, dann nicht filme ich besser nämlich mal beim ganz kurz Runterlassen. in den. Ah, willst du mal rein oder was? Ja, ich wollte einfach mal reinhalten, dass man mal die Liegefläche Ach, sieht da oben. oben drauf, Genau. ja. Moment, ich muss denn hier ganzes Die Kinder haben sich nämlich dort LED-Lampen reingemacht. Ach, die damit Kinder, sich die haben ganz- sich da oben wohl nicht gemacht. Die haben sich es wohl nicht gemacht. Kannst du dir vorstellen. Und wir machen jetzt alles kaputt Wir hier. machen alles platt hier. Wir machen alles platt. Jetzt? Ah ne, die Röschen. Ich zeig's mal gerade von hinten. Es gibt auch jede Menge Zubehör mittlerweile für den Vanstar. Unter anderem So, der ist ohne. gibt es hier Fliegengitter für hinten, das habe ich schon gesehen. Du kannst jetzt hier kannst du auf den Sitz gehen. Und Warte, kannst ich- du hier gucken, ich zieh mal wie kurz das die da Schuhe aus. eingerichtet hat. Dass wir das mal Hier sehen. kannst du drauf gehen. Kann ich da drauf gehen? Ja klar, da kannst du drauf. Das ist zum Draufsteigen, dass man hochkommt, ja, gell? ja, das kannst du ruhig drauf. So, und jetzt haben wir hier, das ist der Ausblick aufs Meer. Heißt, wenn ich hier oben bin, kann ich komplett aufs Meer gucken von Ja. oben. Es ist sehr luftig und da ist das gemachte Bett für die Kinder. Und da sind die Griffe da oben, von denen wir gesprochen hatten, zum Runterziehen. Der ist toll, Sigi. Ja, der ist cool. Ich finde auch cool. So, da sind die Sitze. Das ist aber so, wenn du fährst, Enkel halt genau, runter machen.
Also rausmachen, vormachen. So, Hüste an hinten. Ja. Da hinten am Schlauch nehmen und dann so ziehen. Ach so, einfach rausholen. Ah ja klar, das war's schon. Jetzt ist er drin. Ein Schienensystem. Ja, genau. Wie im Multivan von Ja, VW, ja, so ein bisschen. Ja. Okay. Genau. So, jetzt hast du mir erzählt, das war gar nicht so einfach, an das Auto ranzukommen, oder? Ich habe 10 Monate gewartet, wie ich den habe. Ja. Hab den auf der Messe bestellt hier heißt in Düsseldorf, Ja. Anfang September. Und das war jetzt eine Punktlandung vom Urlaub da. Okay. Ich habe bestimmt 10-mal angerufen dort. Und die können ja auch nichts dafür, ist ja Pössl schuld. Und es gab eine riesen Nachfrage nach dem Ja, Auto. ja. Gell? Ach, die ist immer noch, wenn man den jetzt bestellt, ich glaube ein Jahr Lieferzeit oder so. Aber die haben ja auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ist es schon ein Hammer, oder? Ah ja, der kostet 10.000 Euro weniger wie ein VW-Bus. Und das ist das Problem. Ja. Ob du jetzt 50.000 bezahlst oder nur 40, Ja. das ist schon ein Unterschied. Er ist auch unglaublich leise beim Fahren, oder? Ja. Ist wirklich ein PKW. Das ist klar, das ist ein 2 Liter, ich glaube Peugeot-Motor dann, ne? Die Diesel. Ja. Ja. Du hast mir erzählt, es gibt den gleichen auch noch in verschiedenen Ausführungen. Als Toyota. Genau, und dann gibt es als Peugeot, als Toyota und inzwischen auch als Opel. Als Opel heißt er dann, da gibt es ja dann wieder einen Campster, der heißt dann jetzt inzwischen dann Crosscam, heißen die. Die sind von Toyota, heißen die Crosscam Ja. und von Opel auch. Opel hat dann auch Crosscam. So heißen die, aber die sind dann wesentlich teurer. Und der Wagen ist handlich? Ja, ist handlich. So, Ja, ich komme mal gut. kurz zu der Tür raus. Was ziemlich cool ist, dadurch, dass er 2 Türen hat, kann man nämlich auch was durchladen. Macht mal kurz auf. Und man kann komplett von einer Seite zur anderen Seite was durchladen. Und ja, man hat auch nicht das Problem, ich habe nur eine Tür zum Beispiel, jetzt nur auf der Beifahrerseite. Je nachdem, wenn du das Kind mal rauslassen willst, auf der anderen Seite, Nein, die eine kommen zweite links, Tür. rechts, genau. Nein, das ist schon super. Eine zweite Tür muss man auf jeden Fall haben. Also ohne zweite würde ich das niemals machen. Ne? Nein, das ist so schon gut. Und sonst ist irgendwas, was dir jetzt aufgefallen ist, was dir nicht gefällt an dem? Nö. Eigentlich nicht. Bis jetzt noch nicht. Da ist, wie gesagt, nagelneu. Der zieht auch gut, kann man gar nicht sagen. Also ich habe ja fast 2 Tonnen. Der hat ja fast 2 Tonnen, mein Wohnanhänger. Und der hat ja einfach freigezogen. Ne? Kann man nichts sagen. Sehr schön. Du musst halt 2 Liter Motor nehmen, dann zieht er auch. Ja, was Starkes, was du mir auch erzählt hast, war, dass sie das gar nicht selber wussten mit dem Kochfeld hinten drin, oder? Nein, das haben die dann ganz aktuell gemacht. Das haben die selbst nicht gewusst vom Werk. Und wie gesagt, dann hat das Probleme gegeben. Da müssten die ja die Batterie ändern und die Standheizung. Und das muss dann wieder in ein TÜV eingetragen werden. Und das dauert dann natürlich länger. Genau, wenn du da nochmal gerade so lieb bist, das nochmal rausholst. Ja. Weil das ist ein Highlight. Oben drüber ist uns nochmal eine 230 Volt Steckdose. Ja, da ist dann die Sicherung. Wir haben extra noch eine Sicherung, wenn da irgendwas knallt, dass da die Sicherung rausfliegt. Ja, erzählt. So, dann kannst du das da bedienen. Ne? Hier ist halt ein Stecker dann. Induktion. Induktion, ja. Muss halt von außen. So, Sigi. Ich zeige ihn nochmal komplett. Jetzt ist er ja aufgemacht, der Vanstar. Wenn man rankommt, liebe Leute, ja, dann ist das bestimmt ein ganz tolles Auto. Es ist echt ein Problem mit der Lieferzeit, oder? Ja, ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Ein Jahr, glaube ich, inzwischen. Ja, wahrscheinlich ein erfolgreiches Konzept für Pössl. Man kriegt ihn nicht, sagt er. Und das ist... In einem Jahr kriegst du ihn, sagt er. So, und das ist die Front. Die zeige ich nochmal gerade. Ich habe keine Schuhe an. Ich verbrenne mir gerade so ziemlich die Füße. Ja, ich ziehe sie gleich mal an. Oh, ist ja schick. Ich habe noch eine Frage. Ist das ein Problem mit dem Fahren von der Größe her, mit Parkhäusern und so? Nö, weil er die Größe eigentlich vom VW-Bus hat. 1,99 ne? 1,99. Unter 2 Meter. Und die Länge 4,95 Meter. Das ist praktisch ja 1 zu 1. Ist ja der Aufbau vom Space Tourer. Und nur mit dem Dach halt. Und mit dem Dach mussten sie natürlich gucken, dass sie auf 1,99 bleiben. Haben die aber die Pösselhändler auch gesagt. Da müssen wir genau gucken, dass wir die 1,99 einhalten. Ne? Dass wir die 2 Meter nicht erreichen. Weil halt die 2 Meter Grenze überall ist. Das ist ja an der Parkplatz, an der Tiefgarage. Und das sollte ja passen. Ne? So, und das Radio, da ist DAB Plus ist mit drin. Ja, Hast du mal probiert? Oh, das ist ein Service. Das ist so ein ganzes Paket ist da drin. Mit Navi, mit Abstandshalter, mit Geschwindigkeitsautomatik. Rückfahrkamera? Rückfahrkamera hat er hinten drin. Ja, zeig mal. Das Heck. Einmal kurz gucken.
So sieht er von hinten aus. Ja, der sieht es halt nicht sauber. Der ist jetzt halt Ja, ist das doch egal. französische Meer, ne? Da ist ja der Space Tourer. Ich kann da noch was zeigen. Komm, Ja. wenn wir das vergessen haben, dass das dann natürlich hinaus du kannst das geht. Fenster So ist einfach- das natürlich nicht. Ja, Ja. natürlich geht auch. Ja, ist aber so, wenn man So jetzt irgendwas Kleines rausholen will. Ja, ja, man geht das eben. Da muss man nicht die ganze Klappe aufmachen, dann kannst du halt von hinten so ja, was rausholen. Da reingreifen. Du musst nicht die ganze Klappe hochmachen. Ne? Sigi, Das ist nur praktisch, so, was mir jetzt wohl gefallen ist. Machst wieder also zu, du hier würdest ist ihn die nochmal kaufen, abnehmbare- wenn du könntest? Ja, glaube ich. Eine abnehmbare Anhängerkupplung ist das, vom Werk eingebaut. Abnehmbar, ne? Muss man einfach hier Abmachen, ist er raus, fertig. Ja, und dann, So, also das- hat die Parksensoren mit drin. Also, Ja, das ja, ist Sigi. klar, der- Auch nochmal 1000-mal um Entschuldigung, wenn wir den Sitz nicht rumbekommen haben. Du hast ihn erst bekommen, wann nochmal? Am am Montag. Montag. Und heute ist Samstag. Samstag, genau. das ist Samstag, genau, also vor 5 Tagen. Sigi aus Kirchheim-Bolanden, wenn sich jemand dafür interessiert. Aus Rockenhausen, genau. Ich nehme es zurück, hat ein Kibo-Schild. Aber ja, vielen, vielen Dank erstmal, Sigi. Bitte. Und ja, wenn Sie Interesse haben, gehen Sie zum Händler Ihres Vertrauens und fragen Sie mal nach der Lieferzeit. Danke, tschüss.